Ja, Servus, Hallo und Salute. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Das ist der erste Teil unseres Giro del Sol Radreiseabenteuers. Wir folgen dem Eurovelo 7 von Bayern nach Rom. Eigentlich wollten wir ab Pfingsten 4 Wochen Richtung Portugal fahren. Leider haben wir kurzfristig nur 2 Wochen organisiert bekommen. So mussten wir schnell umdisponieren und haben uns wegen den besseren Wetteraussichten und der entspannteren Corona-Lage für eine Tour in den italienischen Süden entschieden. Also haben wir am Freitagabend vor Pfingsten noch die Kinder zu den Großeltern gebracht und noch in der Nacht die erforderlichen Einreiseformulare ausgefüllt, die später niemand sehen wollte. Und am Samstagmorgen sind wir gleich zur Öffnung ins Corona-Testcenter, um mit möglichst frischen Tests nach Österreich und am besten auch noch nach Italien zu kommen. Ein Freund bringt uns ins Berchtesgadener Land bis kurz vor die österreichische Grenze. Und gegen 11 Uhr sind wir mit unseren Gravel-Bikes gestartet, um aus dem regnerischen Berchtesgadener Land ins sonnige Italien zu fahren. Wir brauchen 11 Tage für die 1000 Kilometer und etwa 7000 Höhenmeter bis nach Rom. Auf geht's! Wir starten in Pieding gleich an den Berchtesgadener Land Milchwerken und werden nach einer kleinen netten Waldpassage bei den ersten steilen Anstiegen gleich mal auf die Probe gestellt. Hinauf zum Untersberg und vorbei an der Froiser Geisterhöhle. Schnell wird es in den Regenklamotten zu warm. Doch das wird uns in den nächsten Tagen noch häufiger passieren. Jacke aus, Jacke an, Jacke aus. Doch eine kleine Preview, ab dem 4. Tag wird das Wetter endlich beständiger. Dann schießen wir hinab ins Tal an die Salzach, die heute unser Begleiter bis nach Reitsam sein wird, wo wir an einem Campingplatz Viehtaler übernachten. Doch das mit dem Camping ist so eine Sache. Später dazu mehr. Einrollen fahren wir heute etwa 61 Kilometer und 650 Höhenmeter. Wir hatten natürlich vor, unser Setup vorher zu testen. Über Ostern, mal ein Wochenende weg. Doch zur Erinnerung, wir schreiben das Jahr 2021. Das bedeutete drastische Reisebeschränkungen durch Corona und sehr bescheidenes Wetter mit Schnee noch weit bis in den Frühling. Also fahren wir eigentlich zum ersten Mal so schwer beladen, doch wir können uns auf den ersten Kilometern gleich bergauf und bergab mit den Fahreigenschaften der Räder vertraut machen. Ja, dieser Hof hier gehört zum Schloss Glaneck und ist schon in Österreich im Salzburger Land. Das ist endlich die Salzach, der wir jetzt flussabwärts folgen. Für uns geht's aber stetig bergauf. Die Salzach ist der größte Zufluss des Inn, 227 Kilometer lang. Wir folgen ihr heute etwas über 40 Kilometer zu unserem heutigen Etappenziel. Hier das erste Zeichen, dass wir richtig sind, Eurovelo 7. Wir befinden uns aber auch auf dem Tauernradweg und noch auf der Alpe Adria Route.
excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 Oh, wake up heart and wake up mind and see the world is yours to find. And with every passing day there's more calling you out to explore. Get up and go. There is joy found in the race, and I feel it in the place where I'm free. And I simply can't deny it, that I feel adventure calling out to me. Yeah, we are all looking for adventure. 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 We are all looking for And I'm living free, living free, living free, and I was meant to be. Living free, living free, living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free, meant to be free. Der Tauernradweg als Teilstück des Eurovelo 7 ist sehr schön zu fahren. Abwechslungsreich und meist mit einem tollen Blick auf die hohen Tauern. Jetzt noch schneebedeckt und besonders schön. In diesem Streckenabschnitt haben wir auch noch Glück mit dem Wetter. Doch das soll sich bald ändern. Dann gibt es auch mal längere Abschnitte, bei denen wir auf der Straße fahren müssen. Doch es ist Pfingstsamstag und kaum Verkehr. Und bei dem Panorama ist es eh kein Problem. Ja, der Streckenverlauf präsentiert uns immer mal wieder kleinere und größere Rampen
Und auch mal längere Anstiege, wie hier zum Beispiel zur Festung Hohenwerfen oder vorher zum Pass Lüg. Hier kommen wir endlich wieder weg von der Straße und auf Schotter fühlen wir uns gleich wohler. Aufgrund der Kälte und des angekündigten ergiebigen Regens bekommen wir diese Bungalowhütte auf dem Campingplatz angeboten. Da konnten wir natürlich nicht Nein sagen. Wir mussten ja nicht gleich am ersten Tag mit dem pitschnassen Zelt umherfahren. Und bis Rom können wir noch oft genug das Campingzeug nutzen, was wir mit rumschleppen. Zumindest Schlafsäcke und Kissen kommen heute schon zum Einsatz. Es ist richtig kalt und die frische Pizza und Dosenbier bringt uns die nötige Power für das, was uns noch bevorsteht. Sei gespannt, wie es weitergeht, mit welchem Equipment wir unterwegs sind und ob wir von Schlangen gefressen werden. All das und noch viel mehr erfährst du in den folgenden Videos. Wir freuen uns über dein Abo und einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen.